Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier den Vortrag halten darf. Ganz kurz vorneweg als Zusammenfassung diese 5 Punkte hier. So gefühlt wirkt es teilweise so, wie wenn gerade durch die Kryptowährungen teilweise ein komplett neues Finanzsystem im Entstehen begriffen ist, und zwar eins, was per Definition ohne Spannungen, ohne Frictions auskommt, per Definition nahe 0 Euro Transaktionskosten hat und auch von Anfang an international gedacht ist, ohne Grenzen. Okay, zu dem Thema Innovation. Zunächst mal geht es bei der Blockchain-Technologie darum, in einem Computernetzwerk von verschiedenen Teilnehmern einen gemeinsamen Informationsstand herzustellen, sodass alle Beteiligten eine gemeinsame Wahrheit haben, und zwar weltweit. Das ist dieser Aspekt von Safe Information. Wenn das einmal gelingt, dann kann ich auch Güter transferieren, also Vermögensgegenstände. Dann sind wir bei dem Thema Bitcoin, weil dafür brauche ich eine gemeinsame Wahrheit, weil ich wissen muss, wem gehört welche Bitcoins, wem gehört welche Vermögensgegenstände. Wenn ich per Bitcoin in der Lage bin, Vermögensgegenstände quasi direkt zu transferieren, dann ist es dieser Begriff hier Transfer of Assets. Wenn ich aber auch in der Lage bin, die Bezahlung so zu gestalten, dass sie nicht sofort im Auge des Auslösens beim Empfänger eintrifft, sondern eben bedingungsabhängig, dann sind wir in diesem ganzen Bereich der Smart Contracts, was die nächste Entwicklungsstufe war. Und wenn ich Smart Contracts dann beginne, miteinander zu verschalten und zu verschachteln und intelligenter zu gestalten, dann bin ich bei diesem Begriff DAO, was momentan sozusagen der letzte Schrei in dieser ganzen Welt ist, weil man hier beginnt, darüber nachzudenken, wie eine vollständig autonome Organisation operieren kann. Wo kommt die Innovation her? Mein Gefühl ist, dass sich momentan 4 von 5 DAX-Konzernen wirklich intensiv sich mit dem Thema beschäftigen. Auf internationaler Ebene, auch insbesondere in Deutschland, gibt es tolle Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und was man aber, wie gesagt, vorher schon erwähnt, nicht vergessen darf, ist, dass gerade bei den Kryptowährungen auch wirklich der Reihe nach unheimlich innovative Ansätze sind, die durch dieses Wort Währung teilweise in das falsche Licht geraten. Achso, da komme ich dann nachher noch drauf. Okay. Jetzt kurz zu dem Thema Kryptowährungen. Sie kennen wahrscheinlich diese Rankings aus den Medien oder vielleicht auch aus dem Internet. Es gibt in Summe 700 Kryptowährungen. Das ist so, wenn man so will, dieses vielleicht ein neuartiges Finanzsystem, was sich da etabliert. Diese Zahlen sagen einem zunächst mal so nichts, aber man kann diese Zahlen beginnen einzuordnen in Firmenbewertungen, und dann sieht man schon jetzt, das finde ich sehr beeindruckend, dass 3 von diesen Kryptowährungen auf einem Wert notieren, dass man sie eigentlich schon in den DAX einsortieren könnte. Nur ein ganz kurzes Wort, warum hat Bitcoin einen Wert? Das ist letztendlich angelegt in der Technologie. Die Technologie läuft nunmehr seit 9 Jahren fehlerfrei, und das führt dazu, dass man jetzt so langsam beginnt, in die Technologie Glauben zu stecken. Das heißt, man beginnt dieser Technologie zu vertrauen, und mit dem Vertrauen, was man da reinsteckt, kommen dann auch die ein oder anderen Investmentgelder, und plötzlich fängt dann eben deswegen an, der Kurs zu steigen. Das Thema Funding von Startups ist ebenfalls relevant in dem Finanzsektor. Man sieht hier, dass in dem Blockchain-Bereich inzwischen genauso viel Geld durch die Blockchain selbst generiert wurden und an Startups geleitet wurden, wie durch die traditionellen Strukturen von Venture Capital-Gebern. Jetzt zu dem Thema Finance. Wozu kann man die Blockchain im Großen und Ganzen einsetzen? Das sind so die 5 großen Bereiche, die wir ganz grob identifiziert haben. Letztendlich kann man hier zusammenfassend sagen, dass es bei der Blockchain sich auch darum handelt, das Thema Eigentum, Eigentumstransfer zu digitalisieren. Wichtig ist, dass die Blockchain und auch die Bitcoin-Thematik nicht in der Lage ist, von heute auf morgen das Finanzsystem zu revolutionieren, weil die Technologie Stand heute einfach viel zu ineffizient ist. Die Technologie kann überhaupt gar nicht so viele Transaktionen abbilden, wie wir tagsüber Hamburger, Bier, Kaffee, Essen und so weiter kaufen. Dafür ist die Technologie Stand heute nicht in der Lage. Ganz kurz zu den Use Cases im Bereich Banking. Ganz wesentlich ist vor allem dieser erste Bereich hier, dass man dieses Thema Identity Management auch in den Griff bekommen kann. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Adoption der Technologie bei den Firmen ist, dann lässt sich zunächst mal feststellen, dass eigentlich vor allem
die Finanzszene hier momentan führend ist. Andere Unternehmen wie Maschinenbau, Automotive, Energie, die sind allesamt momentan in dem Proof-of-Concept-Stadium, aber bei der Finanzszene scheint sich das so ein bisschen schneller zu bewegen. Ganz kurz noch zu dem Thema Entwicklungsländer. Momentan, wenn zum Beispiel Entwicklungsländer Infrastrukturprojekte starten, dann funktioniert es zum Beispiel so, dass die Entwicklungsbank der KfW zum Beispiel 1 2 Millionen investiert in irgendein Infrastrukturprojekt in Afrika. Also große Zahlen, und ab dann ist es eben oftmals so, dass man dann so ein bisschen auch im Nebel tappt, weil man dann nicht weiß, funktionieren die Solarpanels vor Ort noch oder klappt das alles? Und das ist deswegen bemerkenswert, weil wir jetzt momentan gerade ein Projekt haben, wo wir an einem Wasserkraftwerk, wo Strom erzeugt wird in Malawi, unsere Smart Meter aus Frankfurt installieren, damit wir überwachen können, welcher Strom dort entsteht, damit man wirklich einen Realtime-Ablauf hat, wie viel Kilowattstunden erzeugt werden. Das ist zunächst mal nur das Monitoring, aber übermorgen könnte man das wunderschön auch mit einem Smart Contract koppeln, dass von dem verkauften Strom vor Ort der Infrastrukturbetreiber für die Wartung Geld bekommt, aber eben auch der Investor dafür, dass er das ganze Projekt möglich gemacht hat. Wenn man jetzt das ganze Thema noch weiterspinnt, dann wäre das eben auch möglich, dass ich mein Investment von 1,2 Millionen splitte in 10 Infrastrukturprojekte. Das ist deswegen möglich, weil nämlich die Transaktionskosten plötzlich niedriger werden, weil ansonsten das Geld von 1,2 Millionen einen irren Aufwand erzeugt für den ganzen Papierkram und dass das Geld überhaupt vor Ort ankommen kann. Ähnlich wie das Thema Infrastruktur gibt es auch, wie eben schon genannt, das Startup Bitbond, was man wirklich als Best Practice in Deutschland anerkennen kann. Was die machen, ist Folgendes: Die versuchen Darlehen zu vermitteln von zum Beispiel Leuten aus Europa, die gerne Darlehen vermitteln würden, gegen einen Zinssatz von zum Beispiel 10, 12, 13%. Und der Darlehensgeber, das ist dann zum Beispiel ein eBay-Verkäufer in Brasilien oder ein Uber-Fahrer in Peru, der zum Beispiel irgendwo einen Betriebsmittelkredit braucht von zum Beispiel 10.000 US-Dollar. Und was die machen, das ist ausgesprochen schlau. Die gehen dann quasi per Uber, per Amazon oder per eBay in die jeweilige Schnittstelle rein und gucken, welche Umsätze diese Person in den letzten paar Monaten gemacht hat, um so eine Art Kreditwürdigkeit zu berechnen, weil man kennt die Person ja nicht. Ich kann die ja nicht wie hierzulande einbestellen und die in Augenschein nehmen. Das heißt aber, ich habe eine Metrik und kann ein Kreditrating machen. Und darauf basierend kann ich dann sagen, okay, dieser Kredit, 10.000 Dollar für den Uber-Fahrer in Peru, der kriegt einen Kreditzins von 8%. Kurz als Zusammenfassung, das ist eine ganz tolle Grafik, die ich entdeckt hatte, die zeigt so ein bisschen diesen Konvergenztrend an, und zwar, wo der überall stattfinden wird. Man sieht zum Beispiel hier die Bereiche, die ich vorher schon erwähnt hatte, dass im Bereich Industrie 4.0 dieser Bereich Produktion beginnt zu verschmelzen mit dem Zahlungsprozess. Oder auch hier dieser Bereich autonomes Fahren oder auch Drohnen. Da habe ich die Mobilitätsleistung auf der einen Seite, aber im Gegenzug eben auch den entsprechenden Zahlungsverkehr, und beides kann durch die Blockchain verschmelzen. Das ist diese Konvergenz, die vielfach beschworen wird und durch die Blockchain-Technologie letztendlich auch deswegen Realität werden kann, weil die kompletten Prozesse alle vollautomatisiert ablaufen können. Und vielleicht jetzt hier als letzte Folie nochmal kurz die Zusammenfassung. Ich bin der festen Überzeugung, dass Intermediäre aller Art ihr Geschäftsmodell anpassen sollten. Bei der Blockchain-Technologie geht es natürlich um Effizienzgewinne hierzulande, aber auch um die Überlegung zu neuen Geschäftsmodellen. Wichtig ist es, dass Unternehmen, aber auch die Politik versteht, mit welchem Potenzial man es hier zu tun hat. Bei dem vierten Bereich geht es darum, dass hier Startups zwar relevant sind, aber mein Gefühl ist, dass hier die großen Firmen noch viel mehr Geld reinstecken, aber viel passiert hinter verschlossenen Türen. Und nochmal kann man hier betonen, dass man die Kryptowährungen als wirklich innovative Kraft hier nicht außer Acht lassen sollte. Der fünfte Bereich ist dieses Thema Konvergenz oder auch das Thema BMW gründet BMW Bank und integriert damit das komplette System, und auch dieser Bereich Konsortien, so dass eben der Sensorhersteller Bosch sich verbindet mit der Bank BNY Mellon und im Konsortium das Thema Blockchain erschließt.
Ja, dann vielen Dank.